If this is a dream, I would try to fly and jump in the air to see if I stay there. Also das letzte Mal habe ich gar nicht erzählt, also bei dem Traumtagebuch, dass ich immer eine Seite freilasse neben dem Traum. Hier zum Beispiel, das ist ein ganz gutes Beispiel. Hier habe ich den Traum aufgeschrieben. Klar, Datum, Überschrift, eine Zeichnung, 1, 2 Zeichnungen. Und dann unterstreiche ich halt, was mir aufgefallen ist, was Traumzeichen sind, um das dann nebendran aufzuschreiben, was für Traumzeichen das sind. Traumzeichen sind auf jeden Fall nicht Traumsymbole. Traumsymbole kann man in Traumlexikon nachschlagen, um herauszufinden, was es so bedeuten könnte, wenn man nicht selber irgendwie eine Assoziation hat. Aber besser ist es, anstatt nachher im Traumlexikon nachzuschlagen, was es bedeuten könnte, ist es eigentlich besser, wenn man im Traum erstens einen luziden Traum hat und merkt, okay, ich träume. Und wenn man nicht gleich auf den Sinn kommt von dem Traum, dann halt entweder mit den Charakteren oder also mit den anderen Traumgestalten spricht oder sie fragt, was das heißt, warum sie das machen. In dem Buch Exploring the World of Lucid Dreaming gibt es so eine Art Vorschlag, würde ich es mal nennen, wie man seine Traumzeichen katalogisieren kann, um herauszufinden, welche Art von Traumzeichen am häufigsten auftritt. Wenn man halt sich über schwachsinnige Sachen Gedanken macht, über die man sich im Wachzustand keine Gedanken macht. Oder was auch in den Bereich fällt, ist, wenn zum Beispiel eine Tür zu ist und man sie sich aufwünscht oder man durch gedanklichen Willen Sachen verändert. Oder ich habe es zum Beispiel einmal geträumt, dass ich mich irgendwie einem Haus nicht nähern konnte im Traum und ich dann einfach das Haus in Gedanken zu mir gezogen habe, was leider aber nicht so praktisch war, weil dann das Haus zu klein war und ich nicht mehr reingehen konnte. Zum Beispiel, wenn ich extrem wütend bin, dass ich durchs Kaufhaus renne und Sachen zerschlage. Oder wenn ich so extrem traurig bin, weil jemand gestorben ist. Oder wenn mir irgendwas extrem peinlich ist, tue ich auch selber in die Kategorie Emotions bzw. Gefühle einordnen. Also ich hätte jetzt zum Beispiel als körperliche Empfindung angemarkert, ich stecke im Boden fest und kann irgendwie nicht weiterlaufen. Oder als Beispiel in dem Buch war, ein Riese zerquetscht mir meinen Kopf. Oder es fühlt sich zumindest so an. Ja. Dann gibt es halt noch Wahrnehmungsvermögen. Also wenn ich einen Traum ohne Brille perfekt gesehen habe oder und ich eigentlich Brillenträger bin oder wenn ich zum Beispiel Leute höre, die super weit weg sind, dann würde es auf jeden Fall in den Bereich Wahrnehmung fallen. Dann habe ich letztens geträumt, dass ich einen Handstand gemacht habe und aus dem Handstand heraus einen Salto gemacht habe. Und war ein bisschen überrascht, dass ich das kann, wobei ich leider nicht auf die Idee kam, dass es eigentlich ein Traum war, aber als ich es dann später aufgeschrieben habe, habe ich es auf jeden Fall als Ego-Action angemarkert. Andere Beispiele dafür wäre, wenn ich zum Beispiel fliegen würde, das würde ich auch als Ego-Action anmarkern, oder ich atme unter Wasser, habe ich auch schon ein paar Mal geträumt. Oder letztens habe ich geträumt, dass ich mir was von den Haaren abschneide und es an mein Fahrrad binde. Das war auch eine recht eigenartige Sache von mir. Oder zur Character Action, also zum Beispiel freundlich sprechende Pferde hatte ich letztens. Oder vor ein paar Jahren habe ich von einem Elefant geträumt, der einen Salto macht, der ganz lieb war. Oder letztens habe ich auch geträumt, dass Barleute etwas mixen in ihrem Mund und das dann mit einer anderen Farbe wieder ausspucken und das dann als Cocktails verkaufen. Ein Hochhaus fährt mich in New York spazieren, ist auch auf jeden Fall ein Objekt, was etwas Ungewöhnliches tut. Oder eine alte Schreibmaschine schreibt meine Gedanken auf. Genau, einen anderen Traum habe ich zum Beispiel geträumt, dass das Wasser auf mich zufließt, woraufhin ich auch gemerkt habe, dass ich träume, weil Wasser ja eigentlich sich nach unten bewegt und nicht seitlich. Oder ich tue es auch immer als Object Action anmarkieren, wenn irgendwie etwas kein Ende findet. Also wenn ich etwas einpacke und irgendwie nimmt es kein Ende und die Sachen liegen immer weiter rum. Das ist für mich auch eine Aktion von Objekten. Zum Beispiel habe ich mal geträumt, dass ich die Zähne von einem Bekannten hatte, weil ich irgendwie tagsüber mit ihm gequatscht habe, weil er so komische, schiefe Zähne hatte und ich mir nicht vorstellen konnte, wie sich das anfühlt. Und auf jeden Fall hatte ich dann das geträumt und dann hätte mir auffallen können, dass es ein Traum ist, weil ich ja komische Zähne habe. Oder ich bin ein alter Mann, habe ich mal geträumt. Oder ich habe grüne Hände.
Das gehört alles zum Bereich Ego-Form. Dann gibt es noch Character-Form. Die Freundin neben mir verwandelt sich plötzlich in eine andere Freundin. Oder nur Teile von dem Charakter sind nicht so, wie sie eigentlich sind. Zum Beispiel die Haare von meiner Schwester, die eigentlich dunkelbraun sind irgendwie weiß und sie stehen auch noch zu Bär, also gehen so nach oben. Das ist auf jeden Fall auch Charakterform. Dann gibt es noch Objectform. Zum Beispiel habe ich mal geträumt, dass ich meinen Stundenplan lesen wollte, der aber so undeutlich war, dass ich leider nicht lesen konnte, oder irgendwie sind die Wörter durcheinander gehopst so. Oder ich finde eine lilane Orgel und die mit einem Schlagzeug irgendwie kombiniert ist mit einer sehr modernen Lackierung. Zum Beispiel, wenn das Schwimmbad ewig tief ist, in dem ich da tauche und das irgendwie kein Ende nimmt. Oder irgendwie ist alles bunter um mich herum als sonst. Oder was ich auch mal geträumt habe, war ganz lustig, in der Umkleide der Eisboden ist eingebrochen. Das war dann meine Begründung, warum ich bei der Umkleide sehr vorsichtig mich umziehen musste, weil der Boden... Ich habe einmal geträumt, dass ich Chef war auf so einer Flugstation und der Chef war von den Lotsen, die irgendwie da dieses Roger Roger gegeben haben. Das würde ich zum Beispiel als Ego-Roll anmarkieren. Also habe ich auch so anmarkiert. Oder einmal habe ich geträumt, ich wäre Flüchtling und würde in Scharen mit anderen Leuten fliehen. Oder ich bin Soldat und drücke mich vor dem Krieg. Das sind auch alles verschiedene Ich-Rollen, die ich eigentlich im wahren Leben nicht spiele oder ja nicht lebe. Ein Kumpel von mir ist mein Ehemann, was er eigentlich im wirklichen Leben nicht ist. Oder mein Vater verhält sich wie ein anderer Kumpel von mir. Das wäre zum Beispiel Character Role. Die Berlin Thunder Cheerleader sind bei mir auf der alten Mainzer Schule. Oder eine Freundin aus Berlin wohnt im Zimmer meines Bruders in Mainz. Oder mein verstorbener Lehrer unterrichtet mich. Oder Madonna sitzt neben mir. Oder Tiere gehören ja nach meiner Definition auch zu Characters. Nashörner und Elefanten rennen wunderschön durch die Stadtpassage. Genau, wenn Objekte an Orten sind, wo sie eigentlich nicht hingehören. Zum Beispiel mein Schrank mit Klamotten steht in einem Einkaufsladen. Oder auf der Straße ist ein großes Schild, was eigentlich woanders steht. Oder mein Bett steht auf der Straße. Oder meine Gummistiefel stehen bei jemand anders vor der Tür. Also als Kind habe ich das sehr oft gehabt, dass ich da irgendwie von so in den unendlichen Wellen und Wogen unterwegs war. Oder ein anderes Beispiel von jemand anders. Ich bin am Strand alleine bei Nacht. Oder ich bin auf einer Marskolonie, wo man sich dann immer fragen könnte, wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Also ich träume, wie wahrscheinlich viele andere Leute auch, sehr oft von meiner Schulzeit, von früher. Ja, ich bin zum Beispiel im Prüfungsstress in meiner alten Schule oder ich bin in der alten Wohnung meiner Kindergartenfreundin oder man ist irgendwo in der Kindheit unterwegs so. Und Situation, das ist so die letzte Kategorie von der letzten Oberkategorie, wo immer wenn ich irgendwie nicht weiß, wo ich weiß, okay, das ist schon ein Traumzeichen, aber ich weiß jetzt nicht, das ist irgendwie nicht so, passt nicht so in die eine Kategorie, dann ist es immer Situation. Ganz easy. Da zum Beispiel die Hochzeitsprobe meiner Schwester in meiner Wohnung. Das ist halt irgendwie so der Zusammenhang, das ist irgendwie strange. Ich liege zwischen zwei Typen und passe auf, dass sie sich nicht schlagen. Oder ich bin mit zwei Typen in einer Limousine, die einen Überfall planen. Und dann, nachdem ich dann meine ganzen Träume schön katalogisiert habe, habe ich so eine Art Ranking erstellt, um zu gucken, was so eigentlich das häufigste ist in diesen Kategorien, was ich träume. Und da hatte ich zum Beispiel, es sah dann bei mir so aus, im September war das bei mir Character Action, hatte ich am häufigsten. Das hat dann den Platz 1 gemacht. Platz 2 hat dann Ego Action bekommen. Platz 3, wo ist Platz 3? Hier, Character Place. Und Platz 4 Object Form. Und wenn man das dann hat, kann man dann gucken, worauf man seine Aufmerksamkeit in Zukunft im Alltagsleben richtet. Jetzt bin ich mal gespannt, gibt es noch andere Leute, die so ein Ranking gemacht haben?